Eines Morgens begann der Bauer wie gewohnt seinen Tag damit, alle seine Maschinen zu überprüfen, bevor er aufs Feld ging. Es ist eine Gewohnheit, die er seit Jahren beibehält, weil er glaubt, dass Vorsicht ihm stets hilft, unnötige Risiken zu vermeiden. Und unerwarteterweise bescherte ihm diese einfache Gewohnheit ein ganz besonderes Geschenk. Als er sich dem Mähdrescher näherte, hörte er plötzlich ein leises Geräusch aus dem Inneren des Eisenrahmens. Als er näher herantrat, um nachzusehen, erschrak er, als er ein paar pechschwarze Augen sah, die ihn voller Angst anstarrten. Es war ein kleines Reh, sein Körper dünn und schwach, sein Fell mit Staub und Stroh bedeckt, es zitterte vor Angst. Vielleicht hatte sich das arme Tier in der Nacht zuvor aus dem Wald verirrt und im Mähdrescher Schutz vor dem Kreischen gesucht und war dort unglücklicherweise eingeklemmt worden. Der Mann eilte hinüber, griff vorsichtig hinein und zog das Tier heraus. »Du hast Glück, Junge«, sagte er leise, und in seiner Stimme schwangen Mitgefühl und Erleichterung mit. Er setzte das Reh auf den Boden und tätschelte es sanft, um es zu ermutigen, in Richtung des dahinterliegenden Waldes zu laufen. Seltsamerweise rührte sich das Reh aber nicht von der Stelle, sondern blieb stehen, mit den Augen, als wolle es etwas sagen. Er winkte mit der Hand und stampfte leicht mit den Füßen auf, um es zu erschrecken, aber das Reh blickte ihn immer noch furchtlos an. Da er seine Arbeit nicht länger aufschieben konnte, hob der Mann das kleine Reh auf, setzte es zu sich ins Cockpit und setzte seine Arbeit fort. Das kleine Reh lag gehorsam auf dem Boden, wartete geduldig darauf, dass er seine Arbeit aufnahm, und blickte gelegentlich zu ihm auf, als wollte es etwas sagen. Nach Feierabend nahm er das Reh mit nach Hause und beschloss, das kleine Tier zu adoptieren. Als er dort ankam, wischte er vorsichtig den Schmutz vom Fell und mischte dann eine Flasche warme Milch für das Tier an. Das kleine Reh lag gemütlich in seinen Armen und trank gierig Milch wie ein Kind, das lange gehungert hatte. Von diesem Tag an wurde das kleine Haus auf dem Land lebhafter und wärmer. Die ganze Familie liebt das Reh, besonders die Kinder, die immer wieder gerne daneben sitzen, es streicheln und mit ihm spielen. Das Tier lebte sich schnell ein und lief vergnügt im Hof herum. Am Nachmittag tobten er und der Hund im Hof herum, das Lachen der Kinder hallte überall wieder. Diese Szene gab dem Mann das Gefühl, sein Leben sei sinnvoller denn je. Er sah es nicht länger nur als ein verlorenes Tier, sondern als einen kleinen Freund, den ihm die Natur anvertraut hatte. Die zufällige Begegnung mit dem Reh ließ ihn erkennen, dass manchmal schon eine kleine Geste, ein wenig Mitgefühl, ein Leben retten kann. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte liken und abonnieren Sie den Kanal, damit Sie keine weiteren herzerwärmenden Geschichten verpassen.